Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Wie man schon unschwer erkennen kann, geht es heute um ein Sportfahrwerk für meinen B5. Die Auswahl lag zwischen einem STX, einer KW V1 und einer V3. Da ich bereits ein H&R Cup Kit verbaut hatte, war mir der Sprung zum STX zu klein, zu einer V3 jedoch zu übertrieben und vor allem zu teuer. Somit ist es eine V1 geworden. Der Einbau hat schon einige Stunden gedauert, da wir, vor allem ich, absolut keine Profis sind. Die Höhe des Fahrwerks ist so eingestellt, dass die TÜV-Höhe von 320 mm, also von Felgenmitte bis zur Kotflügelkante, nicht unterschritten wird. Restgewinne habe ich jetzt vorne sowie hinten ca. 50 mm, was noch einiges ist. Beim Fahren fällt auf, dass das KW-Fahrwerk im Gegensatz zum H&R zwar auch sportlich fährt, allerdings mehr Reserve hat, wenn man zum Beispiel über Bahnübergänge fährt. Der große Unterschied ist allerdings in der Fahrperformance. Das Auto liegt so stabil in der Kurve und kommt kaum ins Wanken, einfach nur geisteskrank. Das soll es an dieser Stelle allerdings schon von meinem Gerede gewesen sein. Ich zeige euch jetzt noch ein paar schöne Aufnahmen und hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, ihr wisst, was zu tun ist. Bis dahin, ciao.